Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Wir sind in Kolonie 2. Wir möchten uns hier noch ein bisschen umsehen. Mal gucken, ob wir noch was finden. Hier ist zum Beispiel noch Container. Irgendwo. Krankenstation. Ich kann mich echt überall umsehen. Bekomme irgendwas dafür. So, wo ist das? Ach, da oben drauf. Komme ich darauf? Auf jeden Fall nicht über die Leiter. Ist über den Kran darüber oder was? Ach Gott, ich sehe nichts. So. Lass mal angucken. Also, ich kann. Ne, von oben runterspringen sieht nicht so aus. Ist irgendwie auf die Krankenstation, da den Dingens hoch und dann kann ich da vielleicht gegenspringen. Aber wie komme ich darauf? Wie komme ich auf die Krankenstation? Hier? Ach, nö. Ach, komm schon. Okay. Komm schon. So. Ne, da kommt man nicht rauf. Schade. Wie komme ich auf die Krankenstation? Nein. Ah, ich komme da nicht mehr hoch. Mist. Oh, wow. Ich hasse es, ne? Die kleinen Unebenheiten im Boden, die können nicht einfach rüberlaufen. Die haben wir schon geredet. Ich komme aber nirgends hoch. Wie soll ich da rankommen? Kann ich fliegen oder so? Aktuell nicht. So, was haben wir hier? Keine Ahnung. Scheinbar nicht viel. So, können wir noch mit irgendwem reden? Da vorne ist einer. 2. Hi. Wer ist denn jetzt unser Feind? Agnes oder die Konsolen? Und doch ihr? Na, wohl eher nicht. Aber so ganz sicher ist hier im Moment keiner. Bei all den Ereignissen. Wo ist er gelaufen? Da. Hi. Hallo? Ihr gehörtet ursprünglich zu Kolonie 9 und zu Kolonie Gamma, oder? Ich frage mich, wie es diesen Kolonien jetzt geht. Und für sie war es ja sicher eine Katastrophe, solche Rebellen wie euch hervorgebracht zu haben. Wow. Derartige Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht. Ich wünschte, wir könnten nachsehen, wie die Dinge dort stehen. Wow. Katastrophe, sowas wie uns hervorgebracht zu haben, das klingt voll böse. Der Weg zur Ribbebene ist von einem Erdrutsch blockiert, den unser Feronis im Vorbeifahren ausgelöst hat. Ja, passiert. Wir haben eine Löffnis-Einheit hingeschickt, um den Weg wieder freizumachen. Sobald es geschehen ist, sagen wir euch Bescheid. Danke, das wäre sehr nett. So, Solon, was hast du zu sagen? Unter den Soldaten hier gibt es nicht wenige, die euren sofortigen Rauswurf aus der Kolonie fordern. Aber sie meinen das nicht böse. Es ist nur Verwirrung oder Angst, die sie dazu treibt. Ihr könnt mal versuchen, mit den Leuten zu sprechen und ihnen bei ihren Problemen zu helfen. So wird man Herzen. Ich bin sicher, dann werden sie bald einsehen, dass sie euch komplett falsch eingeschätzt haben. Danke, wir werden darüber nachdenken. So. Haben wir denn irgendwen, der Ufer haben möchte? Da hinten ist ein... Nee, das ist nur unser Ausruheplatz. Schade, schade. Na gut, gehen wir erstmal wieder rein. Und ist hier so ein gelber Streifen? Ah, ich sehe nichts, das ist alles zu groß. Mano. So, da sind ein paar Fragezeichen. Haben wir auch extra mal ein paar Aufträge. You lot sleep all right? Yeah,
like a log. Thanks for the room. You cleaned it out just for us. Don't sweat it. Just a token from us higher-ups. My iris clock. I couldn't quite believe it. So I went outside, hunted down a Hox as a test. And? Didn't get snuffle. The flame clock didn't show, and neither did any motes. Looks like it's real. Yeah. We were baffled too, at first. Anyway, we're all thankful to you. Flame clocks don't work so good when you're dirt. Hated having to worry about when my number might be up. Wait, dirt? I thought Ethel's rank was silver. It was when she saved our hides, wasn't it? Well, stuff happens. Kamaravi. Heard of him? Call him the Smouldering. The greatest warrior in all of Agnes. And the commander loves to spar with the guy. I know him. They say his spear technique is unparalleled. That, and he's an ace for honest pilot. Wow. So Kamaravi and Ethel were rivals. That's right. We fought against him who knows how many times now. Took our share of damage, but then so did they. At one time, one of his Feronis' knee joints blew clean out. Well, most likely it was a failure of maintenance. The commander could have ended it then and there. But no. Telling other people's tales again? Not very endearing. Cut it out. Commander! Apologies, Mom. I'm joking. Ethel? It became a tremendous scandal. The castle stripped our colony of our silver rank, demoting us to dirt. But look. They were made the lowest of the low, and still they chose to stick by me, even though it meant having to live day to day. That is why I must prevail over him. Huh? But you're... Free from the yoke of the flame clock, yes, certainly. However, this is another matter. What is it about then? Hunger? Pride? Desire? Joy, maybe? It's a little hard to put it to words, but something along those lines. I haven't all the time in the world, and my troops understand this full well. For me, well, all of us, really. A rematch with Kamaravi is everything. And that will give purpose to the remainder of our lives. a purpose to life. Right, okay. On an emotional level, I could understand. Wow, really? I didn't say I agreed. I just see her point of view, that's all. All right now, let's put a pin in the philosophizing. When we talked last night, you said your destination was Sword March, as I recall. Right. Come along. Können wir nicht einfach eine Kolonie nehmen und dahin fahren? So, Pinsel. Ich hoffe, ihr ignoriert einfach die Nachschubabwürfe. Ach, nicht einfach. Ups. Egal, für wen sie eigentlich bestimmt sind. Wer sie als erster aufsammelt, dem gehören sie. Wir können da nicht zimperlich sein. Die anderen da draußen sind aber genauso wenig zimperlich. Also stellt euch gut darauf ein, dass es noch andere Interessenten gibt. Okay. Was sind die Fragezeichen, verdammt? So, folgen wir dir. Euch, wie auch immer.
verarscht mich. Nee, geht doch rein. Besprechungsraum, okay. This right here is Sword March. Well, that part is common knowledge, I suppose. To get there, you have a few possible routes. Mainly the northern and the southern. And then, the direct route cutting through the ocean vortex. You don't say. That works. Nobody's done it before. Such a tease. You can try to approach it from sea or from air. But as soon as you're close to it, you'll end up being ripped to shreds. Trust me, it's not just the waves and the wind. We believe there's some other force at play there. And so, through elimination then, these two. And quite frankly, I wouldn't advise going north. Why's that? The road's dangerous, and it runs right past Agnes Castle territory. You'd have a hard time getting through. Tyan, turns out you were right. As always. Additionally, you are Ouroboros. If you face another colony, you may find the same thing happening as did with us. I'd feel safe betting on it. If you go south, the battle lines are relatively fixed. If you can proceed along this route, you'll get there in about 2 months. 2 months. But But there's more? even if you reach the sword, this city, yes? It's hard to believe you would find it there. It seems far-fetched. How so? Once, we had to advance across this region ourselves. It was empty. Nothing but the sword piercing the landscape. And then, there's that word you mentioned, city. What could that possibly mean? Is it a person? Or a thing? When Guernica talked about it, it sounded kind of like a colony? I was pretty sure it was an object. Will you still go there, regardless? Yeah. That was the idea. For a chance to live on. Then there's no more to say. Boliaris, Mom? our guests will be leaving soon. Let's give them any assistance we can. No worries. Feel free to use the facilities here at your leisure. Get ready for what's ahead. Mimi? Relax. We're just doing what Ethel said. Just using the facilities at our leisure. You have to eat, else you won't grow. It's just... don't let them get to you. Yeah? Hey. What is this? It used to belong to my friend. He always wore it till last year. Yes, he died, fighting against Kolonie Psi. You animals killed him. Shot him right here. Clean through. You're wrong. We're actually from Colony Gimp. Mimi, what? If that's what you want, go ahead and shoot. It's not like I'm a hard target. Now we're talking. Oh, what? You're nearly done anyway. Well then keep your lousy embers. Die today or in 3 months' time, not much difference. Just mind you don't get poisoned before your time's up. Was ein Arsch. What a jerk. So uncalled for. Sie sagt's auch Sena, noch. it's fine. He was right. We did kill people. Maybe not his friend, but certainly others.
We had no choice. If we hadn't have, we'd be goners. We had no choice. Yeah, that was clear until now. But not anymore. Right? Uh-huh. There's a chance we can make amends. Even if we're misunderstood. On the house. Eat your fill, friend. Huh? We're dirt rank, remember? Life ain't easy here. But you did help. Besides, you gave us a choice. The choice not to fight. Now, we won't have to take others' lives. I've wished for this. And you made it true. Thanks for that. Der ist wenigstens dankbar. Okay, was kommt als nächstes? Der Weg nach Süden ist durch einen Erdrutsch versperrt. Es wird noch einige Zeit dauern, bis der Weg wieder frei ist. Dann bleibt uns also nichts anderes übrig, als hier zu warten. Hört mal bitte kurz zu. Was kommt jetzt? Eine Ansprache? Ich habe nachgedacht. Ich denke, wir sollten sie unterstützen. Meinst du Kolonie 4? Ich hoffe, du fühlst dich nicht verantwortlich für ihre Misere. Darum geht es nicht, Tayon. Ich sehe einfach, dass sie Hilfe brauchen. Da sollte es doch selbstverständlich sein, dass wir unser Möglichstes tun, verantwortlich zu sein. Was? Willst du tun? Verantwortlich oder nicht? Obwohl sie noch vor kurzem gegen uns gekämpft haben? Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass es jetzt das Richtige wäre. Gut, dann reden wir nicht lange, sondern sehen zu, was wir tun können. Ja, immerhin hat Isa uns damals gerettet. Von daher schulden wir ihr noch was. Ihr habt recht, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, uns bei ihr zu revanchieren. Wenn wir dadurch ihr Vertrauen gewinnen, ist es eine gut angelegte Zeit. Naja, außer für Mio. Ich bin auch für das, was Mimi gesagt hat. Ich denke euch. Und was können wir jetzt konkret tun? Wie wär's, wenn du mal selbst dein Hirn anstrengst, anstatt immer darauf zu warten, dass dir irgendwer die Antwort gibt? Tja, ich bin leider nicht zur Helle. Tut mir leid, Mr. Oberschlau. Wir müssen uns erstmal einen Überblick verschaffen, uns umhören und so. Stimmt, bevor wir kopflos irgendwas anfangen, sollten wir herausfinden, was überhaupt sinnvoll wäre. Dann gehen wir mal in die Kolonie herum und fragen die Leute, wo der Schuh drückt. Hast du doch noch Zweifel? Nein, das nicht. Ich denke mir nur, naja, wir sind schließlich... Du musst dir... Was? Du musst dir sorgen, weil wir zu Agnes gehören? Also das ist mittlerweile doch wirklich egal. Und wenn deswegen tatsächlich irgendwer Stunden macht, werde ich dem was was lüstern. Ja, die auf jeden Fall. Oder Lenz führt denen mal seine Muskeln vor. Dann kippen die von allein aus den Latschen. So ein Verhalten wäre in diplomatischer Hinsicht nicht gerade vorteilhaft. Keine Angst, wir werden uns benehmen. Gut, wir ziehen Gut, wir ziehen also los und hören uns überall in der Kolonie um. Einverstanden? Na gut, wenn sie warten müssen, können sie auch das tun. So, normale Mission, Informationsbeschaffung. Informationsbeschaffung. An verschiedenen Orten in Ionios wirst du das Symbol gelbes I entdecken. In der Nähe davon kannst du wichtige Informationen erhalten. Also sieh dich dort um. Gut. Aber was mit den Fragezeichen? Oh, warte mal, da will noch jemand reden. Hi. Die Flammenuhr ist weg, aber die Male auf unseren Körpern sind damit nicht verschwunden. Die Lebensenergie, die in unseren Körpern verbleibt,
war wohl unabhängig von der Energie der Uhren in den Uhren. Aber wie dem auch sei, wir müssen jetzt nicht mehr täglich ums Überleben kämpfen und dafür sollten wir auch dankbar sein. Euch dankbar sein. Ja, aber ihr seid trotzdem noch in der letzten Phase eures Lebens. Hier wollte ich doch gar nicht rein. Irgendwer? Nein, schade. Moment, ist es außerhalb? Wir haben doch bestimmt eine Karte oder so, ne? Wir wechseln Karte Zielgebiets plus. So, wo sind wir? Wo sind die Fragen? Die Fragezeichen sind so weit außen? Uff. Das ist irgendwie nicht für uns. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich dahin. Dieser Kanal. Oh, dann gehen wir dahin. Können wir bestimmt gebrauchen. Ja, ich weiß, die Quest müssen wir auch noch machen, aber müssen wir noch erstmal hier raus. Wo war denn das jetzt? Ups. Moment. Karte ist plus. Gut. Nö, ist nicht plus. Karte des Zielgebiets plus, doch. Hä? Verstehe nicht. So, wir sind da, wir müssen aber links rum. Gut, gehen wir links. Ich bleib mal lieber unter dem Fahrzeug. Das Ding macht mir ein bisschen Angst. Ah, da vorne ist es. So, einmal sammeln. You can never go wrong with some ether. Sehr gut. So, dann werden wir beim nächsten Mal die Mission da vorne starten. Gucken, wo der Schuh drückt und mal sehen, ob wir viel machen müssen oder ob die Hauptstory danach relativ schnell fix weitergeht. Wir werden es sehen. Aber so viel dazu und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.